9 Monate Single in Thailand. Hallo meine lieben Zuschauer, hier vor allen Dingen die männlichen Zuschauer. In diesem Beitrag wollte ich mal meine Erfahrung rüberbringen, was ich in den 9 Monaten erlebt habe. Vor allen Dingen natürlich mit der Frauenwelt. Und dann fangen wir mal von vorne an. Ja, Anfang September letztes Jahr habe ich mich von Pitti getrennt. Ich habe dazu auch einen Film gemacht. Hier oben verlinke ich den nochmal. Grund war eigentlich, weil sie sehr kühl im Herzen war, für mich jedenfalls. Und ich nicht das Feedback bekam der Liebe. Ich habe sie geliebt, über viele Monate danach noch. Ja, ich habe auch versucht, noch Kontakt wieder mit ihr zu bekommen, um das nochmal zu probieren. Das kann ja nur Liebe sein, dass man es trotzdem auch nach dem dritten Mal versucht. Und ich bin froh, dass die Pitti da die Notbremse gezogen hat und hat mir einfach geschrieben, sie hätte einen neuen Freund. Ich weiß nicht, ob es zutrifft. Jedenfalls in dem Moment war dann sofort auch bei mir Sendepause. Bis es soweit war, hatte ich ja schon einige Dates, aber die Messlatte war noch immer auf Höhe von Pitti. Sagen wir mal, vom Optischen war sie für mich eine wunderbare, hübsche Frau. Und das war der Maßstab für die anderen und die haben einfach keine Chance gehabt diesbezüglich. Wo habe ich die Frauen gesucht? Ich habe die einmal gesucht im Internet über Dating-Apps. Da hatte ich Badoo und Tinder als vorrangig. Ich hatte auch noch 2 andere. Habe auch schon mal im Shoppingcenter jemanden angesprochen. Bin dann auch zusammengekommen. Im Shoppingcenter muss ich sagen, das war noch am objektivsten. Dort saß sie sofort, wie die Frau aussieht, wie sie sprach, ob sie auch vernünftig Englisch, oder was heißt vernünftig, dass man sie verstehen kann. Es muss ja eine Basis da sein, dass man sie verstehen kann. Und der eine oder andere weiß ja, wieso ich kein Thai sprechen kann. Das ist also für mich ein Buch mit 7 Siegeln in der Akustik. Ich bin Legastheniker und habe da meine Probleme. Und daher war Englisch die Basis eigentlich, um eine neue Beziehung anzufangen. In den Internetportalen muss ich denn leider feststellen, dass sehr viel gelogen wird. Einmal auch von den Betreibern dieser Apps, glaube ich. Denn wenn ich hier in Suratani 30 Frauen anschreibe, die Deutsch sprechen können und von keiner ein Feedback bekomme, beziehungsweise auch sehe, sie haben das gar nicht geöffnet, dann glaube ich, dass da auch Fakes dabei sind, die produziert worden sind, um den Markt aufrechtzuerhalten, sage ich mal. Naja, was war, dass die Bilder dem nicht entsprechend waren, wie sie aussahen. Alle durch einen Filter gejagt, Kopfformen wurden verändert auf die auf die Traumfrau von derjenigen, wo ich auch schon mal, wenn es sehr drastisch war und sie hat sich in mein Auto gesetzt, geguckt hat, da habe ich dann nach 10 Sekunden schon gesagt, also hier fühle ich mich echt verarscht. Dieses Bild entspricht nicht dem du bist, das bist du gar nicht. Das ist das Erste, da sollte die also gar nicht enttäuscht sein. Das Zweite ist mit der englischen Sprache. Da wird viel gelogen, weil es gibt einige Software, habe ich mitbekommen, die schreiben da in Thai und wir bekommen es dann in Deutsch oder Englisch rüber. Und dann denkt man also sofort, ach, das ist ja fließend, die kann das ja auch. Habe daraufhin dann auch einige Dates stattfinden lassen, also sprich Kaffee trinken und stelle dann fest, also entspricht gar nicht dem. Dann bin ich einen anderen Weg gegangen, der eigentlich erfolgreicher war für mich, zeitlich und finanziell. Ich habe die morgens angerufen und dann sah ich und hörte ich, wer sie war. Also erst mal optisch, ohne Make-up. Das ist ja das, was man
dann die nächsten Jahre neben sich liegen hat, wenn man aufwacht. Und auch eben halt, ob sie der Sprache mächtig ist, um zu kommunizieren. Das war bisher das Beste, da habe ich also viele aussondieren können, wo es einfach nicht passte. Das andere Simple war, wenn eine Frau Katzen liebt, das klappt auch nicht mit Jem. Der Jem, der jagt Katzen. Und dann, wenn er sie bekommen, dann würde sie am liebsten killen. Das geht ja nicht. Diese Frau liebt ihre Katze und dann kann ich dem ja nicht als Futter für den Jem vorlegen. Die sind dann natürlich auch schon raus. Ja, und natürlich das Geld hat auch eine große Rolle gespielt, gleich am Anfang. Ungeschminkt, im zweiten, dritten Satz kannst du denn auch für mich sorgen. Dann habe ich mit der einen oder anderen mal, wenn wir merkten, wir sind uns so ein bisschen sympathisch, habe ich dann mal gesprochen, wie kommst du denn eigentlich darauf, mich jetzt direkt nach Geld zu fragen? Ja, sie hat ja so schlechte Erfahrungen mit Thai-Männern gemacht, die machen die Kinder und hauen den ab und sie bekommen keine Unterstützung. Da sage ich, so ticken wir aber nicht hier, wir Farangs. Wir kommen aus einer Kultur, wo der Mann laut Gesetz schon alleine für die Frau aufkommt, wenn sie zum Beispiel ein Kind bekommen hat von dem. Ja, aber hier ist da keiner hinter, außerdem haben wir ja nicht das Geld, jetzt einen Anwalt einzuschalten, um Alimente zu bekommen und so. Aha, sag ich, da brauchst du aber keine Gedanken zu machen, wenn der Farangmann dich liebt, dann wird er auch nach einer gewissen Zeit dafür sorgen, dich zu beschützen, für dich aufzukommen. Bei mir ist es immer das Erste, dass ich eine Krankenversicherung in Auftrag gebe, damit ich also den Part weg habe, das Risiko, wenn sie einen Unfall hat. Und hier auf Samui kann man also sehr schnell mit dem Roller einen Unfall haben, dass das also abgedeckt ist. Des Weiteren, wenn ich dann sage, es wird auch regelmäßig monatlich Geld gespart, damit, wenn ich versterbe, und ich bin ja in den meisten Fällen 20 Jahre älter, dann hast du denn auch in 20 Jahren so viel Geld zusammen, dass du da ein Häuschen für kaufen kannst. Und was ich denn noch machen werde, ist eine Lebensversicherung abschließen, die aber auf meine Tochter abgeschlossen wird. Und wenn du meiner Tochter plausibel machst, woran ich gestorben bin und nicht durch ein paar Tröpfchen irgendwie in Kaffee, dann wird das Geld ausgezahlt, damit du, wenn du 60 oder 70 bist und du bekommst keine Arbeit mehr, dass du sehr wohl dann Geld hast, um weiter zu existieren, sage ich mal. Ja, und dann kriegen die große Augen und ja, wenn das so ist, dann ist das ja auch kein Problem. Ja, sage ich, so ist das eben anders mit Farangs. Die Farangs, die denken ein bisschen weiter als die thailändischen Männer. Und ich will jetzt nicht über die thailändischen Männer herziehen, aber die Frauen, die sich einem Farang anbieten, sage ich mal, als Lebenspartner, die haben sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit thailändischen Männern. Ja, mit dem Versorgung, da habe ich festgestellt, ich habe also arme Frauen kennengelernt, Familienstand und auch reiche, dass diese Frage mehr von den armen Frauen kommen, weil die keinen Rückhalt haben. Die müssen arbeiten, die haben eigentlich ja keine Zeit, um eine Partnerschaft einzugehen. Wenn man hier in der Massage arbeitet, dann ist das morgens von 9 Uhr bis 12 Uhr abends müssen die zur Verfügung stehen. Und dann haben die natürlich keine Zeit mehr für eine Partnerschaft. Und da muss man eben halt die Frau rausnehmen aus dieser Arbeitssituation, Zeitsituation, damit sie auch mehr Zeit für dich verbringen kann. Aber sie hat ja auch Verpflichtungen. Die meisten Frauen hier, die sich um Farangs kümmern, die haben alle, kannst du sagen, Kinder aus dem Armenbereich. Und die müssen natürlich finanziell unterstützt werden. Die sind ja meistens bei den Großeltern.
Und das sind meistens die Frauen, die aus dem Norden kommen, sprich aus dem berühmten Isan, wo ich schon vieles darüber gesagt habe. Ich will aber hier nochmal sagen, das kann man nicht verallgemeinern. Ganz im Gegenteil, alle Menschen, jeder Mensch ist individuell. Aber wo er herkommt, hat schon einen gewissen Einfluss, weil die Umgebung ihn ja beeinflusst. Also man kann sagen, die arm sind, die möchten auch schnell versorgt werden. Und diejenigen, die haben auch nicht die entsprechende Schulausbildung, weil sie gar keine Zeit hatten, zur Schule zu gehen oder nicht so lange zur Schule zu gehen. Dann sind wir die anderen, die also aus, sage ich mal, normalen Familien kommen. Die haben studiert, die haben also nicht mit 17, 18 Jahren ein Kind. Die haben studiert und da hatten die gar keine Zeit zu, ein Kind aufzuziehen. Die haben also ihre Existenz auf ihre Ausbildung gesetzt. Und da habe ich auch festgestellt bei einigen, die arbeiten und arbeiten von morgens von 8 Uhr bis halb 6. Und eine war, fand ich sehr nett, die hatte 10 Tage, musste die durcharbeiten im Accountant. Die hatte Betriebswirtschaft studiert in Bangkok und war da also absolut eingespannt. Da muss man natürlich sich auch Gedanken darüber machen, was habe ich denn eigentlich von der Frau? Zeitlich gesehen, meine ich. Nord-Süd-Gefälle will ich nicht direkt sagen, das hört sich schon wieder negativ an, aber ich habe festgestellt, dass die Geld- und Gefühlswelt im Norden anders ticken, sage ich mal. Das war ja auch mit Pitti. Die Pitti, die hat mich übrigens, das kommt immer wieder hoch, die hat mich also nie direkt für Geld gefragt. Das war nur einmal in einem Film, hatte ich das erwähnt, wo der Umbau stattgefunden hatte und sie meinte, da müsste den Eltern bei unserem Besuch noch Geld gegeben werden. Und da war ich gar nicht mit einverstanden. Ansonsten, wie die hier war, das habe ich alles freiwillig gegeben, weil ich eben halt auch verliebt war in diese Frau. Das eben halt zum Geld, Ausbildung, gefühlsmäßig sind die da oben ein bisschen kulturell anders gestrickt, sage ich mal. Küsschen und Umarmungen und Knuddeln, auch unter 4 Augen, ist da eigentlich nicht üblich. Wenn man mal gesehen hat, wie die leben, da ist das eigentlich gar nicht möglich. Da liegt einer neben den anderen abends zusammen. Und es ist auch, dass sie als Kleinkind das nicht gelernt haben von ihren Eltern, weil die Eltern nur arbeiten waren auf dem Feld oder haben Tagesjob gehabt, waren nur bei den Großeltern und die Großeltern hatten das auch nicht gelernt, die Kinder zu umarmen, ein Küsschen zu geben und so. Und dann lernen die das nicht und dann können die das später auch nicht weitergeben. Da brauchst du dich gar nicht drüber zu wundern. Ich habe das 2,5 Jahre versucht mit Pitti. Die hat es auch nicht gelernt, das war einfach nicht drin und da kam ich einfach nicht mit klar. Wenn man jetzt weiter in den Süden runter geht, sagen wir mal ab Bangkok, habe ich ja einige Frauen kennengelernt, vor allen Dingen wie ich in Rayong gewesen bin, da war ich ja 2 Monate, da habe ich einige kontaktiert. Da war das schon anders. Die meisten sage ich mal, die hatten in einem normalen Familienumfeld, sind die aufgewachsen. Die haben die elterliche Liebe empfangen und ich habe das dann auch gemerkt, die streichelten einen auch, die hielt einem der Hand fest oder so. Da war schon ein Unterschied, muss ich sagen. Und was mir aufgefallen ist, dass die südländischen Frauen von Bangkok, sage ich, nicht gerade positiv über die Nordfrauen gesprochen haben. Die sagten, ja, die wollen ja nur Geld. Also innerhalb der Bevölkerung sind die nicht so besonders angesehen. Hat mich also auch schon gewundert, dass sie da so offen mir gegenüber gesprochen haben. Ich muss sagen, ich habe auch meine Lehre bezogen bezüglich Geld zu verlieren mit einer Thai-Frau. Eine war, mein Whiteboard, die hatte mir gesagt, sie hätte also finanzielle Verpflichtungen und ob ich ihr helfen könnte und sie würde mir das Geld auch zurückzahlen. Daraufhin habe ich
Ja, da war ein größerer Geldbetrag ihr gegeben, ihr geliehen. Und wie ich dann wieder zurück war, habe ich versucht, sie zu kontaktieren, um das Geld dann eben halt zu bekommen oder zu erfahren, ob ich das Geld bekommen kann. Da hat sie mir die Polizei auf den Hals gehetzt, ich würde sie belästigen. Ja, und da habe ich dann von der ganzen Sache Abstand genommen, weil hier das Risiko bestand, dass die Ordnungshüter, sprich Polizei oder Gericht, ihr mehr glauben als mich, und dann habe ich also das Geld vergessen. Das war meine Lehre, und ich werde keiner Frau mehr hier im Voraus Geld geben. Erst muss die Leistung, sprich die zeitliche Leistung oder was anderes, muss gegeben sein, und dann komme ich erst dazu, Geld zu geben. Es ist nicht nur das Geld, wonach gefragt wird: willst du mich heiraten? Das ist das Nächste eigentlich. Und wenn ich die Frauen darauf aufmerksam mache, dass das also keine so große Absicherung mehr ist, das war vielleicht früher mal, wo die Ehefrau 60% bekommen hat, aber das ist heute nicht mehr. Sehr wohl bei, zum Beispiel bei meinen Eltern, meiner Mutter, die bekommt 60% von der Rente. Aber wenn man muss, um die Rentenauszahlung zu bekommen als Frau hier, wenn man Witwerin ist, muss man, ich glaube auch in Deutschland zumindest, eine, wie soll man sagen, bestimmte Jahre warten, bevor das erst in Kraft tritt. Ich habe hier einen Fall von einer Österreicherin, die war 5 Jahre, ne, warte mal, die sollte 5 Jahre verheiratet sein, um die Rente zu erhalten, war nur 4,5 Jahre verheiratet, da ist der Mann verstorben und sie hat nichts gekriegt. Und so ist das auch mit der deutschen Rente. Dazu kommt noch, was ich gehört habe, entweder hat die Regierung das jetzt schon durchgesetzt oder die arbeiten gerade daran, dass wenn die Frau viel jünger, also über 10 Jahre jünger ist, dass sie von den 60% nur noch 32% bekommt. Ich kann das also nicht hundertprozentig bestätigen. Wäre zum Beispiel schön, wenn einer das in den Kommentaren reinbringt, ob er da wirklich Erfahrungen hat. Dann wäre das also bei 1500 Euro, 1600 Euro Rente, da wäre das um die 300 Euro, was die Frau dann nur noch bekäme. Ist natürlich für hier in Thailand, wenn man also im Norden wohnt, sage ich mal, könnte man damit existieren. Ansonsten sage ich, Absicherung ist in jedem Fall gegeben, indem man also die Krankenversicherung macht für die Frau, dass man monatlich Geld ins Konto reintut, was dann nach 20 Jahren so weit angehäuft ist, dass sie also, wenn sie ein Haus zum Beispiel bauen kann, oder auch eine Lebensversicherung. Und eine Rente also die deutsche Rente, wenn man dementsprechend die Einbußen in Kauf nimmt. Ja, wie geht es jetzt bei mir weiter? Bei mir ist es jetzt aktuell so, ich will aber nicht ins Detail reingehen, weil die Sache noch ein bisschen zu frisch ist. Seit einem Monat schreibe ich mich mit einer thailändischen Frau, die auch in der Dating-App gewesen ist, und sie hatte auch Örtlichkeiten Koh Samui angegeben. Daraufhin hatte ich mich bei ihr gemeldet. Und dann hat sie mir dann geschrieben, sie möchte gerne nach Koh Samui. Sie wohnt jetzt in Urattani im Norden, also 1500 Kilometer entfernt oben. Da wollte ich dann schon abbrechen, aber wir haben uns gut verstanden, sind freundschaftlich, haben wir noch immer geschrieben. Das hat mir also ganz gut gefallen. Das war auch ein Punkt, den ich gerne habe, dass man also gut kommunizieren kann. Sie sprach auch ein super Englisch. Und dann habe ich mal ein bisschen nachgefragt. Ja, sie ist Witwe von einem Holländer, ist aber seit 10 Jahren wieder zurück, hat ihr eigenes Haus da oben und ihr eigenes Geschäft, ist 46 Jahre, ist für mich attraktiv, die Frau, ja. Und ich könnte mir vorstellen, also mit ihr zusammenzukommen. Langfristig. Sie kommt jetzt nächsten Monat am 7.
Und dann werden wir uns mal kennenlernen und mal sehen, ob das denn auch harmoniert. Nämlich das ist das Einzige, was nur funktioniert, dass man mal eine Zeit lang zusammenlebt. 24 Stunden, ob das denn auch klappt. Und dann sehen wir weiter. Wir haben also schon geplant, was möglich ist, ob der andere da Einsprüche erhebt. Da wäre zum Beispiel auch ein Urlaub in Ko Chang, wo ich immer von gesprochen habe, zusammen nach Iren in den Norden hochzufahren, um da einen Monat zu verbringen. Alles das, die Hauptstichpunkte, die funktionieren, auch dass er dann eben halt hier wohnt. Sie hat einen 22-jährigen Sohn, der selbstständig ist. Sie ist also finanziell unabhängig, beziehungsmäßig unabhängig von da oben. Und ja, schauen wir mal weiter. Ich werde euch, wenn wir meinen, wir passen zusammen, auf dem Laufenden halten. Ich werde das filmerisch dokumentieren, wie wir zusammenkommen, um das dann später mal, wenn wir sagen, das Go und vor allen Dingen von ihr natürlich auch, um das dann also einen kleinen Filmbericht zu machen, wie wir zusammengekommen sind. So, das soll es gewesen sein. Also es ist nicht einfach, in Thailand eine Frau zu finden, wenn man gewisse Ansprüche hat. Und die sind bei mir bestimmt höher als bei dir. Schon alleine, weil ich YouTuber bin. Und das ist nicht einfach mit dem YouTuber, muss ich sagen. Für Normalo ist es ein bisschen einfacher. Plattform ist immer das Internet auf jeden Fall. Die Frauen haben nämlich hier auf dem Markt nicht unbedingt auf dem Kopf stehen, ich bin Single, ich suche einen Mann, einen Farang. In den Dating-Apps, da wird die Karten auf den Tisch gelegt, was man gerne sich wünscht. Da solltet ihr anfangen, eure Partnerin zu finden, und ich wünsche euch viel Glück dabei. Glück braucht man nämlich dabei. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.